Willkommen beim Meilencoach. Der Airbus A380 ist weiterhin eines der beliebtesten Flugzeuge unter den Passagieren. Zu Recht, das Flugzeug bietet besonders viel Raum, ist leise, wenig anfällig für Turbulenzen, ein wunderbares Fluggefühl und immer wieder ein Wunder, dass es so lautlos abheben und landen kann. Lufthansa hat aktuell 8 Airbus 380 im Einsatz, da die Nachfrage nach Tickets nach der Corona-Krise deutlich zugenommen hat, sodass es sich für Lufthansa lohnte, diese Flugzeuge wieder in den Flugbetrieb aufzunehmen. Ich war auf der Strecke Bangkok-München im A380 mit der Bezeichnung DAIMN und dem Namen Deutschland unterwegs, der im April 2015 an Lufthansa ausgehändigt wurde. Das Flugzeug ist demnach gute 9 Jahre alt, wirkt aber keinesfalls alt. Das Flugzeug bietet bei Lufthansa 509 Passagieren Platz, davon sind 8 in der First Class, 78 in der Business Class, 52 in der Premium Economy und 371 in der Economy. In diesem Video erfahrt ihr alles, was euch für eine Einschätzung der Lufthansa Premium Economy Class wichtig ist. Ich zeige euch den Einsteigeprozess, die Kabine, den Sitz, das Entertainment-System, zeige euch auch die Speisen und natürlich sage ich euch, was mich der Flug gekostet hat. In meinem Fazit erfahrt ihr dann, ob sich aus meiner Sicht der Aufpreis zur Premium Economy auf diesem Flug gelohnt hat. Überdies zeige ich euch noch ein paar besondere Sitze in der Economy, die besonders privat sind. Am Ende gebe ich euch noch einen Tipp, wie ihr so einen Nachtflug gegebenenfalls stilvoll ausklingen lassen könnt. Viel Spaß und gute Erkenntnisse! Den Einsteigeprozess kann man leider nur als chaotisch bezeichnen. Am Gate stapelten sich über 500 Passagiere den abschüssigen Gang hinauf. Es war für die Menschenmassen nicht konzipiert. Das Lufthansa- und Flughafenpersonal machte keine Ansagen. Am Ende der Treppe versuchte man halbherzig, die Passagiere nach Klassen und Priorität zu sortieren, was kaum gelang und zu mehr Stau führte. Die Einsteigelogik war kaum nachzuvollziehen. Man wirkte leicht überfordert. Das können andere Airlines deutlich besser. So, willkommen hier in der Premium Economy von der Lufthansa. Ich sitze heute auf der 53A. Wir haben hier eine 1, 2, 4 plus 2 Konfiguration. Die Premium Economy geht bis zur Reihe 57 und die sitzen natürlich an A und C. Und J und K sind natürlich gut, weil da 2 Plätze sind. Die Kabine macht einen frischen, schönen Eindruck. Plätze A und C und H und K in der Reihe 57 sind zwar recht privat, aber nah an den Toiletten und der Küche. Die sind wahrscheinlich weniger ruhig. Die Plätze 52D und G haben am meisten Platz für die Beine, da man keinen Vordermann hat und nur den Gang vor sich. Dafür aber keine Fußstützen. Hier siehst du die Plätze 52D. Die Plätze A und C und H und K in den Reihen 50 und 51 sind am privatesten, da man keine Nachbarn in der Mitte hat, da sie um die Treppe zum Obergeschoss gebaut sind. Allerdings wirkt der Raum dort etwas beengt, man spürt nicht die Luftigkeit der Kabine. Ich fand meinen Platz 53A sehr gut, da ich die Großzügigkeit der Kabine gespürt habe, genug weit weg von den Toiletten und der Küche war und trotzdem habe ich mich recht privat gefühlt. Lufthansa hat im A380 sehr bequeme Sitze verbaut. Wie ihr sehen könnt, sind das gut gepolsterte Recliner-Sitze, die 48 cm breit sind. Auch der Sitzabstand ist mit 96,5 cm großzügig bemessen. Diese Sitze werdet ihr trotz Allegris noch lange im Airbus 380 vorfinden, da die nach heutigem Kenntnisstand dort erstmal nicht ersetzt werden sollen. Das Amenity-Kit, das ich gar nicht wirklich erwartet habe, hat mich tatsächlich positiv überrascht. Der schicke schwarze Beutel im Porsche-Design stellt sich als praktischer und stylischer Schuhbeutel heraus. Darin befinden sich Strümpfe, eine nachhaltige Zahnbürste und Zahnpasta, eine Schlafmaske und Ohrstöpsel. Alles, was man eben braucht. Der Monitor in der Premium Economy hat mit 11 bis 12 Zoll eine ansprechende Größe. Die Auflösung ist in Ordnung, aber nicht umwerfend. Er ist berührungsempfindlich und reagiert im Gegensatz zu denen im A340 oder der B7478 erfreulich schnell. Der Winkel des Monitors lässt sich nach Sitzposition einstellen.
Unterhalb des Monitors sind auch USB-Buchsen, an denen man seine mobilen Geräte aufladen kann. Der Flug lässt sich auf der Weltkarte anschaulich mitverfolgen. Das Entertainment-System ist gut strukturiert. Man kann das Programm alphabetisch oder nach Genre anzeigen lassen. Natürlich sind auch einige Neuerscheinungen dabei. Das Lufthansa-Programm ist solide. Ich habe recht schnell etwas für mich gefunden. Auch Musikliebhaber sollten nicht auf der Strecke bleiben. Lufthansa bietet auf diesem Flug Wi-Fi an Bord. Leider gibt es dieses selbst für Vielflieger nicht gratis. Messaging kostet immerhin 6 €. 2 Stunden Premium Surfen kostet schon 16 €. Premium Full Flight 27 €. Das ist nicht gerade billig. Und am Ende funktioniert es meist nicht besonders gut. Meilen würde ich übrigens dafür nicht einlösen. Der Gegenwert für 1000 Meilen ist gerade mal 3 €. Ziemlich schlecht. Vor Abflug haben wir noch ein Erfrischungsgetränk angeboten bekommen. Ich habe einen Orangensaft gewählt. Wasserflaschen befanden sich bereits am Sitz. Das Menü macht einen erstaunlich hochwertigen Eindruck. Das sieht besser aus als in der United Business Class, das nur auf einem DIN A4-Blatt daherkommt. Es wird eine einheitliche Vorspeise bestehend aus Kartoffelsalat und geräucherter Hühnerbrust angeboten. Als Hauptspeise kann man zwischen vegetarischen Orecchiette-Pasta in einer Pilz-Spinat-Soße oder einem grünen Hähnchen-Curry mit Reis und asiatischem Gemüse wählen. Da wir aus Thailand abfliegen, habe ich mich für das Curry entschieden. Zum Dessert gibt es einen weißen Schokoladekuchen mit Erdbeersoße und ein KitKat. Es gibt auch reichlich kalte und warme Getränke, wobei diese in Ordnung sind, aber nicht sehr exklusiv. Ich habe sowohl den Weiß- als auch den Rotwein probiert und war zufrieden, wenn auch nicht begeistert. Pünktlich vor dem Service bekamen wir noch heiße Tücher. Wie war das Essen? Die Vorspeise, der Kartoffelsalat mit Hühnchen, war belang- und geschmackslos, wohingegen das Curry hervorragend war. Gut gewürzt, zart, wirklich lecker. Auch die Nachspeise konnte überzeugen. Passt zur Premium Economy. Die Crew war außerordentlich freundlich und hat das Essen zügig gebracht und für die Nachtruhe auch wieder abgetragen. Bei einem Nachtflug ist natürlich die Decke besonders wichtig und die ist relativ weich, nicht besonders dick, aber da wir hier aus der Hitze kommen, ist das auch kein Problem. In der Premium Economy teilen sich bis zu 52 Passagiere 2 Waschräume. Sie liegen hinter der Reihe 57. Das Verhältnis damit 26:1. Das ist natürlich deutlich besser als in der Economy. Der Waschraum ist ansprechend groß, wirkt sauber und freundlich, der gut beleuchtet ist. Die Crew macht hier einen guten Job. Selbst nach einigen Stunden Flugzeit wirkt alles noch ziemlich sauber. Vor dem Frühstück zeige ich noch die aus meiner Sicht besten und privatesten Economy-Sitze. Um dorthin zu gelangen, muss man ganz durch das Hauptdeck des A380 gehen, hinten die stylische Wendeltreppe hinauf und dann kommt man in das Economy-Wohnzimmer im Oberdeck. In den Reihen 95 bis 99 sitzt man besonders privat. Das wirkt wie eine kleine Business Class. Außerdem ist hier eine 242-Konfiguration. Im Hauptdeck ist es eine 343-Sitzanordnung. Das ist ganz was anderes. Viel Beinfreiheit hat man in Reihe 95. Mein Tipp für euch. So, wir haben jetzt gerade das Frühstück bekommen. Das war erstaunlich gut, fand ich. Es war ein Omelett mit ein bisschen Spinat und Kartoffeln und das Omelett war sehr luftig und nicht verbrannt und auch nicht zu fettig. Also erstaunlich gut. Ich bin ja nicht so ein Fan vom Frühstück, aber das war ein gutes. Und dann gab es exotische Früchte mit Drachenfrucht und Ananas und die waren auch und Mango und die waren also sehr, sehr lecker. Das kleine Croissant war nicht pappig, sondern hat wirklich nach Croissant geschmeckt und war sogar noch leicht warm. Und das war ein wirklich positives Frühstück. Man konnte Saft bekommen, das hat man sogar auch hier in der Premium Economy im Glas bekommen und einen Kaffee. Und es war sehr ordentlich, also kann man gar nicht meckern. War fast besser als das Abendessen, wobei mir das Curry gut geschmeckt hat, weil den Rest fand ich sehr normal. Wie hat mir jetzt der Flug insgesamt gefallen und was hat er mich gekostet?
Der Flug hier im Airbus 380 ist einfach wunderbar. Man schwebt so dahin. Ich habe zwischendrin irgendwo mal gedacht, ich bin auf dem Wasser, weil es plätscherte so leicht und es war so leicht geschaukelt, aber keine Turbulenzen, sehr, sehr ruhig. Auch eine ruhige Kabine, habe ich Glück gehabt hier in der Premium Economy. Ich finde auch den Platz sehr gut, den ich habe, 53a. Man ist am Fenster, man ist nicht in der ersten Reihe, da ist Bulkhead und da sitzt man direkt neben dem Vorhang, wo es die Treppe hochgeht, was ein bisschen verenkter wird, und hier ab 53 öffnet sich die Kabine und es wirkt irgendwie luftiger und freundlich. Guter Platz ist auch noch am Gang in der mittleren Reihe, wo 4 sind, weil man dann niemanden vor sich hat. Das müsste die 52 Dora sein. Man hat allerdings dann keine Fußablage, keine Fußstütze. Der Sitz ist sehr gut, er ist relativ breit, der Neigungswinkel ist wunderbar, und man hat nie das Gefühl, dass der Vordermann einen stört. Also man hat ewig viel Beinfreiheit, ist wirklich eine sehr gute Alternative zur Business Class. Klar, man hat kein Bett, aber ich habe trotzdem ziemlich gut geschlafen. Mit dem Amenity Kit hatte man eben auch eine Maske und Ohrstöpsel dabei. Und das haben sie wirklich gut gelöst. Service war freundlich, korrekt, vielleicht nicht super herzlich, aber absolut fein, und man hat jederzeit bekommen, und Crew ist sehr geduldig, alle Wünsche werden irgendwie erfüllt, also das hat mir gut gefallen. Was hat mich der Flug jetzt gekostet? Also ich habe einen Prämieflug gebucht für die Strecke Bangkok-München, wären normalerweise 52.500 Meilen fällig, und Gebühren in Höhe von ungefähr 200 Euro, knapp darunter. Wenn man den Companion Award nutzt, dann vergünstigt sich die ganze Sache, dann sind es 78.000 für 2 Personen plus 400 Euro Steuern, und da hat man einen Gegenwert von ungefähr 25 Euro pro 1000 Meilen oder 2,5 Cent pro Meile. Das ist ein ordentlicher Wert. Wenn man alleine bucht, dann ist der Wert knapp unter 20 Euro, ist gerade noch okay, aber kein Superschnäppchen gewesen. 1000 Euro für die Strecke ist nicht wenig, aber man sitzt halt viel, viel besser als in der Economy Class, das ist klar. Würde ich es wieder so machen? Ja, ich würde sagen, ja, es ist gerade auf dieser Langstrecke freut man sich doch sehr über den zusätzlichen Platz, und ich würde immer versuchen, ein Premium Economy Ticket, wenn ich nicht ein Business Class Ticket bekommen kann, zu nehmen, weil man doch ganz anders fliegt, man kommt ganz anders an, ich fühle mich ausgeruht, und das wäre in der Economy Class. Ich habe das vor nicht so langer Zeit probiert, von dem Flug nach Singapur nach München. Schaut euch das an, da habe ich ja auch einen Flugreport gemacht. Das war auf Dauer doch sehr mühsam. Wenn ihr dann etwas K.O. um 5:30 Uhr in der Früh aus Bangkok in München ankommt und vielleicht nicht gefrühstückt habt oder euch gleich nach einer Dusche fühlt, vielleicht sogar noch weiter müsst, dann empfehle ich euch einen Stop in der Senator Lounge. Dies ist ein Vorteil für alle Senatoren. Man hat hier auch noch nach einem Flug Zutritt und hat um diese frühe Uhrzeit die ganze Lounge für sich und kann bequem frühstücken und den Flug gemütlich ausklingen lassen. Ja, wenn euch dieser Flugreport gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über euren Thumbs Up, und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist es vielleicht der Moment dazu. Also alles Gute und Liebe vom Meilencoach. Denn auf meinem Kanal findest du nicht nur spannende Flight Reports aus der First Class, Business Class, Premium Economy und Economy, sondern du findest auch alles rund um Miles & More. Die besten Deals zum Sammeln und Einlösen von Meilen und Punkten, die Vorteile eines Status bei Miles & More, zum Beispiel den Frequent Traveler oder den Senator, und du bekommst allgemeine News von der Lufthansa-Gruppe.
Natürlich zeige ich dir auch die besten Lounges und erkläre dir, wie du da reinkommst und was dich dort erwartet. Last but not least nehme ich dich auf interessante Reisen mit und zeige dir Orte, die du nicht im Reiseführer findest und sage dir, was sich das kostet und was sich wirklich lohnt. Liebe Grüße vom Meilencoach und bis ganz bald auf meinem Kanal.